Heute zeige ich euch den Naze Metal, ein Köder aus Metall, der eigentlich fürs Powerfischen gebaut ist und dafür auch bekannt ist, aber hat relativ viel Potenzial auch für deutsche Gewässer, für alle von euch, die gerne Gummifisch angeln, die gerne jiggen, weil dafür ist dieser Köder auch wirklich extrem gut geeignet. Noch nicht so bekannt, müsste aber eigentlich ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen. Interessante Story dazu. Wie ihr vielleicht gesehen habt, bei der River Tour war ich ja mit Dustin bei mir am Rhein. Was macht der Kerl? Packt das Teil hier aus, macht da 5 Würfe mit, fängt gleich einen riesen Barsch an einem Spot, wo ich bestimmt 5 Jahre keine Barsche gefangen habe, aber auch mit solchen Ködern nicht viel gefischt habe. Was ist das also? Das ist im Prinzip ein Metallköder, der eine flache Metallscheibe hat, dazu ein Körper auch aus Metall, aber bleifrei ist, erzeugt extrem hohe Vibration, je nachdem wie man den einhängt. Wie man mit diesem Köder genau fischt, wofür man diese 3 Einhängeösen braucht, das zeige ich euch jetzt im Aquarium, damit ihr das dann später an eurem Spot auch richtig einsetzt. Bevor wir zu den Laufeigenschaften kommen, vielleicht noch ein paar kleine Details an dem Köder. Der ist natürlich bleifrei, da habt ihr also die nächsten Jahre auch noch Spaß dann mit diesem Köder, bevor Blei ganz rausgenommen wird aus der Angelbranche. Ihr habt hier super scharfe BKK, die Super Slide Drillinge, 2 Stück, einen vorne, einen hinten. 5 Designs und 2 Größen. Einmal, ich habe hier den großen 65 mm 20,3 Gramm und einmal 45 mm mit 10,3. Da habt ihr erstmal zum Barschangeln vor allem die kleine Größe, aber für große Barsche natürlich auch die andere Größe. Und es wird ein bisschen unterschätzt, zum Zander- und Hechtangeln sind diese Köder wirklich gut. Also das Wasser leicht angetrübt ist, 65 mm zum Zanderangeln ganz normal am Grund gejiggt, echt ein Versuch wert. So, und jetzt schauen wir uns das Teil einmal im Aquarium an. Die meisten von euch werden sich sicherlich fragen, wofür sind eigentlich genau diese 3 Ösen an dem Metal dran. Wir fangen mal einfach hinten an und dann angeln wir uns so ein bisschen durch, weil alle 3 Ösen das Köderverhalten extrem beeinflussen. Ich hänge jetzt mal die kleine Größe hier, 45 mm, in den Snap ein, hinten. Wenn ihr das macht, seht ihr schon, der Köder hat mehr Gewicht vorne. Ihr verlagert also den Schwerpunkt des Köders nach vorne. Dadurch läuft er im Wasser natürlich auch etwas senkrechter und ist besonders gut zum Durchkurbeln geeignet, weil dann habt ihr eine sehr hohe Frequenz. Ich kurbel den jetzt hier einfach mal so ein bisschen durch und auch eine weite Amplitude. Also der Köder schlägt weit nach links und rechts aus und macht richtig viel Druck im Wasser, weil er natürlich mit dem Kopf ein bisschen schräger nach unten steht. Diese Einstellung würde ich zum Jiggen eher weniger verwenden, weil wenn ihr den dann absinken lasst, habt ihr natürlich die Chance, dass der Drilling eure Schnur fängt. Das ist immer ein bisschen ärgerlich. Dafür sind die anderen Ösen besser geeignet. Gehen wir mal auf die Mitte. Das ist so ein bisschen die Position, die man mit solchen Ködern zu 90% verwendet. Da kann man überhaupt nichts mit falsch machen. Köderschwerpunkt rutscht ein bisschen nach hinten. Wenn ihr den jetzt durchkurbelt, ist die Amplitude etwas weniger. Es schlägt also etwas weniger aus, aber ist hochfrequenter, also er vibriert schneller, macht dadurch etwas mehr Frequenz ins Wasser. Diese Einstellung könnt ihr gut zum Jiggen verwenden. Was der Köder dann macht, ist, beim Anjiggen vibriert er stark, das merkt ihr auch in der Rutenspitze, und sinkt relativ gerade dann zu Boden. Also das ist so eine Einstellung für alle von euch, die gern Gummifisch angeln. Ja, könnt ihr faulenzen, könnt ihr jiggen, was auch immer ihr mit eurem Gummifisch macht, könnt ihr mit dem Metal genauso machen und den einfach über den Grund jiggen. Wenn ihr jetzt ganz klares Wasser habt und auf Barsche angeln möchtet, dann empfehle ich die vordere Öse. Da kommt der Schwerpunkt noch ein bisschen weiter nach hinten, sieht unter Wasser erstmal gleich aus, also die Frequenz des Köders ist auch noch da, etwas weniger natürlich, und vor allem in der Absinkphase fängt der Köder an, links und rechts wegzutaumeln. Das ist super schön, das mögen Barsche immer ganz gerne, wenn der Köder so richtig wild ist, vor allem im Sommer und auch im Frühherbst, wenn die so richtig aktiv sind, ist das eine super Einstellung im klaren Wasser und natürlich einfach für alle aktiven Fische Hecht super und Barsch sowieso. Also das ist so die Einstellung, wenn es mal ein bisschen schneller gehen soll. Und auch ein bisschen für tieferes Wasser. Ja? Wenn ihr mehr als der Kleingröße zum Beispiel auf 5, 6 oder 7 Meter angelt, dann würde ich auch die vordere Öse benutzen. Jetzt wisst ihr auf jeden Fall, wie ihr den Metal einsetzen sollt. Ein Thema haben wir da noch. Wann? Das ist, habt ihr ja schon gemerkt, ein sehr lauter Köder, macht viel Frequenz, macht viel Druckwelle. Das ist was für warmes Wasser, das ist was für, wenn Fische aktiv sind. Also die Sommerhalbjahr, Frühherbst ist dafür prädestiniert, aber nie vergessen, auch im Winter gar nicht schlecht, wenn die Fische einen aktiven Tag haben. Also ihr habt meinetwegen eine Woche Frost und dann kommt ein Tag dabei mit Südwestwind, 8 Grad, 9 Grad, dann sind die Raubfische auf jeden Fall aktiv. Dann kann man auf so einen Köder setzen, dann funktioniert das auf jeden Fall gut. Ich wünsche euch viel Spaß damit und vor allem ein paar dicke Fische. Wir sehen uns beim nächsten Mal.